Auf Kollisionskurs. Die schlimmsten Zugunglücke der letzten 10 Jahre. Wir alle kennen das Gefühl. Der Wind rauscht an uns vorbei, während der Zug mit hoher Geschwindigkeit durch die Landschaft rast. Geschwindigkeit und Effizienz, das zeichnet die Eisenbahn aus. Doch wie bei jeder Reise birgt auch die Fahrt mit dem Zug Gefahren. In den letzten 10 Jahren haben wir einige der schlimmsten Zugunglücke der Geschichte erlebt. Tragödien, die uns schmerzlich daran erinnern, wie wichtig Sicherheitsvorkehrungen sind und wie schnell aus einem vermeintlich sicheren Unterfangen eine Katastrophe werden kann. In diesem Video begeben wir uns auf eine gefährliche Reise, um die 10 schlimmsten Zugunglücke der letzten Dekade zu untersuchen. Wir werden die Ereignisse aufarbeiten, die Ursachen analysieren und die Folgen dieser Tragödien aufzeigen. Macht euch bereit, denn diese Reise wird uns an die Grenzen der Belastbarkeit führen und uns vor Augen führen, wie wichtig es ist, aus Fehlern zu lernen und für mehr Sicherheit im Eisenbahnverkehr zu kämpfen. Indien 2023. Ein Netz aus Versagen. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem überfüllten Zug in Uttar Pradesh, Indien. Draußen brennt die Sonne vom Himmel und die Menschen drängen sich an den Fenstern, um einen Hauch von frischer Luft zu erhaschen. Plötzlich ein ohrenbetäubender Knall, der Boden unter euch vibriert und der Waggon kippt zur Seite. Schreie hallen durch die Luft, während der Zug von den Gleisen gerissen wird und Chaos ausbricht. Das ist die schreckliche Realität, die sich im Juni 2023 in Indien abspielte, als ein Personenzug mit einem anderen Zug kollidierte. Mindestens 288 Menschen verloren ihr Leben und Hunderte weitere wurden verletzt. Es war ein erschütterndes Beispiel dafür, wie schnell ein vermeintlich sicherer Transportweg zur Todesfalle werden kann. Die Untersuchungen ergaben ein komplexes Geflecht aus Ursachen, technische Mängel, menschliches Versagen und ein überlastetes Schienennetz spielten eine fatale Rolle. Der Unfall löste landesweite Proteste aus und warf ein Schlaglicht auf die dringende Notwendigkeit von Investitionen in die Sicherheitsinfrastruktur der indischen Eisenbahn. Die Tragödie in Uttar Pradesh erinnert uns daran, dass Sicherheit keine Selbstverständlichkeit ist. Sie ist ein fragiles Gut, das ständiger Aufmerksamkeit und Investition bedarf. Griechenland 2023. Auf Kollisionskurs. Stellt euch die Dunkelheit vor, die undurchdringliche Schwärze der Nacht, während der Zug mit hoher Geschwindigkeit durch die griechische Landschaft rast. Plötzlich tauchen gleißende Lichter auf, ein ohrenbetäubender Knall zerreißt die Stille, der Zug kommt abrupt zum Stehen. Ihr seid gefangen in einem Gewirr aus Metall und Glas, während um euch herum Panik ausbricht. Das ist die Geschichte des Zugunglücks in Griechenland im Jahr 2023, bei dem ein Güterzug und ein Personenzug auf derselben Strecke kollidierten. Die Wucht des Aufpralls war so gewaltig, dass mehrere Waggons aus den Gleisen gerissen und völlig zerstört wurden. 57 Menschen verloren ihr Leben und viele weitere erlitten schwere Verletzungen. Die Untersuchung des Unglücks ergab, dass eine Verkettung unglücklicher Umstände zu dieser Katastrophe geführt hatte. Menschliches Versagen, kombiniert mit technischen Problemen bei der Signaltechnik, hatte den Zusammenstoß der beiden Züge ermöglicht. Der Unfall löste in ganz Griechenland tiefe Trauer und Empörung aus. Die Menschen forderten Aufklärung und eine umfassende Reform des griechischen Eisenbahnwesens, das seit Jahren unter chronischer Unterfinanzierung und mangelnder Sicherheitsstandards leidet. Die Tragödie in Griechenland zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir aus Fehlern lernen und unsere Systeme ständig verbessern. Denn jedes Menschenleben, das durch einen solchen Unfall verloren geht, ist eines zu viel. Demokratische Republik Kongo 2022. Ein Zug der Verzweiflung. Stellt euch vor, ihr klammert euch an einen Güterzug, der durch den dichten Dschungel der Demokratischen Republik Kongo rattert. Ihr seid umgeben von Menschen, die wie ihr auf der Suche nach einem besseren Leben sind, bereit, alles zu riskieren für die Chance auf eine bessere Zukunft.
Der Zug ist überfüllt, die Bedingungen sind miserabel, aber die Hoffnung treibt euch an. Plötzlich ein Ruck, der durch den gesamten Zug geht. Der Waggon vor euch kippt zur Seite, Menschen schreien und ihr werdet zu Boden gerissen. Um euch herum bricht Panik aus, während der Zug entgleist und zum Stehen kommt. Das ist die Geschichte des Zugunglücks in der Demokratischen Republik Kongo im Jahr 2022, bei dem mindestens 75 Menschen starben und über 100 verletzt wurden. Der Zug transportierte illegale Migranten, die auf der Suche nach einer besseren Zukunft waren. Die Tragödie war eine brutale Erinnerung an die gefährlichen Bedingungen, denen viele Menschen auf der Flucht ausgesetzt sind. Der Unfall warf ein Schlaglicht auf die prekäre Sicherheitslage im kongolesischen Eisenbahnnetz, das unter Überlastung, mangelnder Wartung und Korruption leidet. Die Gesichter der Opfer dieser Tragödie erinnern uns daran, dass hinter jeder Zahl ein Menschenleben steht, eine Geschichte, eine Familie. Pakistan 2021. Ein System am Rande des Abgrunds. Stellt euch vor, ihr seid in einem Zug in Pakistan unterwegs, der durch die weite Landschaft fährt. Die Sonne brennt vom Himmel und die Menschen im Waggon unterhalten sich, lesen oder dösen vor sich hin. Plötzlich ein lauter Knall, der Boden unter euch bebt und der Waggon kippt zur Seite. Schreie hallen durch die Luft, während der Zug entgleist und Chaos ausbricht. Das ist die tragische Realität, die sich im Juni 2021 in Pakistan abspielte, als ein entgleister Zug mit einem anderen Personenzug kollidierte. Mindestens 63 Menschen starben bei diesem Unglück und Dutzende wurden verletzt. Die Untersuchung des Unglücks ergab ein erschreckendes Bild: Sicherheitsmängel, unzureichende Infrastruktur und technisches Versagen hatten zu dieser Katastrophe geführt. Das pakistanische Eisenbahnwesen, einst das Herzstück der Infrastruktur des Landes, war in den letzten Jahren zunehmend unterfinanziert und schlecht gewartet worden. Die Tragödie in Pakistan war ein Weckruf, der die dringende Notwendigkeit von Investitionen in die Sicherheit des Eisenbahnwesens deutlich machte. Sie zeigte aber auch die menschliche Seite dieser Katastrophe, die Familien, die Angehörige verloren haben, die Verletzten, die mit den physischen und psychischen Folgen des Unfalls leben müssen. Taiwan 2021. Ein Brückensturz und seine Folgen. Stellt euch vor, ihr fahrt mit dem Zug durch die malerische Landschaft Taiwans. Der Zug rast über die Hualien-Brücke, die sich hoch über eine Schlucht spannt. Plötzlich ein Schatten, ein lauter Knall, und der Zug kommt mit einem gewaltigen Ruck zum Stehen. Das ist die Geschichte des Zugunglücks in Taiwan im Jahr 2021, bei dem ein Zug mit etwa 500 Passagieren mit einem Lastwagen kollidierte, der von der Brücke auf die Gleise gestürzt war. 49 Menschen starben bei diesem Unglück und über 200 wurden verletzt. Es war das schlimmste Zugunglück in der jüngeren Geschichte Taiwans. Die Untersuchung des Unglücks ergab, dass der Lastwagen Teil eines Bauprojekts war und nicht ordnungsgemäß gesichert war. Der Fahrer hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und der Lastwagen war auf die Gleise gestürzt, als der Zug mit hoher Geschwindigkeit herannahte. Die Tragödie in Taiwan war ein Weckruf für die Bedeutung von Sicherheitsvorkehrungen, insbesondere bei Bauarbeiten in der Nähe von Bahnstrecken. Sie zeigte aber auch die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes. Rettungskräfte und Freiwillige arbeiteten unermüdlich, um die Verletzten zu befreien und die Familien der Opfer zu unterstützen. Stellt euch vor, ihr seid Teil einer riesigen Menschenmenge, die sich versammelt hat, um ein Hindu-Fest in Indien zu feiern. Die Stimmung ist ausgelassen, Feuerwerk erhellt den Nachthimmel und die Menschen tanzen und singen. Plötzlich ein ohrenbetäubender Lärm, ein greller Scheinwerfer und Panik bricht aus. Dies ist die Geschichte des Zugunglücks in Indien im Jahr 2018, bei dem ein Zug in eine Menschenmenge fuhr, die sich zu einem Hindu-Fest im Bundesstaat Punjab versammelt hatte. 60 Menschen starben bei diesem Unglück und 90 weitere wurden verletzt.
Die Menschenmenge hatte sich auf den Gleisen versammelt, um das Feuerwerk zu beobachten, als der Zug plötzlich herannahte. Der Lokführer hatte die Menschenmenge aufgrund des Lärms und des Feuerwerks zu spät bemerkt. Die Tragödie in Indien war ein tragisches Beispiel für die Gefahren, die entstehen können, wenn Sicherheitsvorkehrungen bei Großveranstaltungen nicht eingehalten werden. Sie zeigte aber auch die Bedeutung von schneller Hilfe und der Solidarität der Gemeinschaft in Krisenzeiten. Stellt euch vor, ihr seid in einem Zug in Indien unterwegs, der durch die Nacht rast. Die Menschen um euch herum schlafen, lesen oder unterhalten sich leise. Plötzlich ein lauter Knall, der Boden unter euch bebt und der Waggon kippt zur Seite. Ihr werdet durch den Waggon geschleudert, während der Zug entgleist und Chaos ausbricht. Das ist die Geschichte des Zugunglücks in Indien im Jahr 2016, bei dem ein Zug mit rund 2000 Passagieren in der Nähe von Kanpur, Uttar Pradesh, entgleiste. 142 Menschen starben bei diesem Unglück und 180 weitere wurden verletzt. Die Untersuchung des Unglücks ergab, dass technisches Versagen und eine fehlerhafte Wartung der Schieneninfrastruktur zu der Entgleisung geführt hatten. Der Unfall warf ein Schlaglicht auf die chronischen Probleme des indischen Eisenbahnwesens, das unter Überlastung, mangelnder Finanzierung und Korruption leidet. Die Tragödie in Indien war ein Weckruf für die Notwendigkeit von Investitionen in die Sicherheit des Eisenbahnwesens und die Verbesserung der Sicherheitsstandards. Sie zeigte aber auch die Bedeutung von schneller Hilfe und der Solidarität der Gemeinschaft in Krisenzeiten. Stellt euch vor, ihr seid in einem überfüllten Zug in Kamerun unterwegs, der mit hoher Geschwindigkeit durch die Landschaft rast. Die Menschen um euch herum unterhalten sich, lachen und genießen die Reise. Plötzlich ein lauter Knall, der Boden unter euch bebt und der Waggon kippt zur Seite. Das ist die Geschichte des Zugunglücks in Kamerun im Jahr 2016, bei dem ein Zug aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der Nähe von Ezeka entgleiste. 79 Menschen starben bei diesem Unglück und 600 weitere wurden verletzt. Die Untersuchung des Unglücks ergab, dass der Zug mit überhöhter Geschwindigkeit in einen Kurvenbereich eingefahren war. Der Lokführer hatte die Geschwindigkeit des Zuges falsch eingeschätzt und die Bremsen hatten versagt. Die Tragödie in Kamerun war ein tragisches Beispiel für die Gefahren, die von überhöhter Geschwindigkeit und mangelnder Sicherheitsvorkehrungen ausgehen. Sie zeigte aber auch die Bedeutung von schneller Hilfe und der Zusammenarbeit von Rettungskräften, Ärzten und Freiwilligen in Krisenzeiten. Stellt euch vor, ihr seid in einem überfüllten Frachtzug in der Demokratischen Republik Kongo unterwegs, der durch die weite Landschaft fährt. Der Zug ist voll beladen mit Menschen und Gütern und die Stimmung ist angespannt. Plötzlich ein lauter Knall, der Boden unter euch bebt und der Waggon kippt zur Seite. Das ist die Geschichte des Zugunglücks in der Demokratischen Republik Kongo im Jahr 2014, bei dem ein überfüllter Frachtzug im Katanga-Bezirk entgleiste. 136 Menschen starben bei diesem Unglück und 163 weitere wurden verletzt. Die Untersuchung des Unglücks ergab, dass der Zug überladen war und die Bremsen versagt hatten. Der Unfall warf ein Schlaglicht auf die prekäre Sicherheitslage im kongolesischen Eisenbahnnetz, das unter Überlastung, mangelnder Wartung und Korruption leidet. Die Tragödie in der Demokratischen Republik Kongo war ein tragisches Beispiel für die Gefahren, die von Überlastung und mangelnder Sicherheitsvorkehrungen im Eisenbahnwesen ausgehen. Sie zeigte aber auch die Bedeutung von internationaler Hilfe und der Zusammenarbeit von Regierungen, Hilfsorganisationen und der Bevölkerung vor Ort, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und die Sicherheit im Eisenbahnverkehr zu erhöhen. Jeder dieser Unfälle, jede einzelne Geschichte, die wir in diesem Video beleuchtet haben, ist ein Beweis für die Zerbrechlichkeit des Lebens und die ständige Notwendigkeit, für Sicherheit zu kämpfen. Die Bilder der Zerstörung, die Geschichten der Opfer und die Trauer der Hinterbliebenen sind Mahnungen, die uns nicht kalt lassen dürfen.
Diese erschütternden Unglücke erinnern uns an die Bedeutung von Investitionen in die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs, an die Notwendigkeit von strengen Sicherheitsstandards und an die Verantwortung jedes Einzelnen, diese Standards einzuhalten. Lasst uns aus diesen Tragödien lernen, die Erinnerung an die Opfer wachhalten und gemeinsam für ein sichereres und zuverlässigeres Eisenbahnwesen weltweit kämpfen.